vorne noch zumachen. Dafür schweißen wir hier dieses Schließblech rein. Das Schließblech haben wir von Ronnys Busbude bekommen. Danke nochmal dafür. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und ja, bevor wir das Schließblech jetzt reinschmeißen können, müssen wir natürlich noch alles hier sauber machen. Das Schließblech noch richtig zubiegen, dass es eben zu dem Radlauf passt. Und dann können wir alles einschweißen. Wir haben jetzt die Stellen, wo wir dann schweißen wollen, abgeschliffen mit der Flex. Das hier oben und hier runter und auch noch die anderen Stellen, wo wir noch Rost gefunden haben. Wir machen das Ganze jetzt sauber, streichen dann mit Brandtocorox, also im Rostschutz, vor allem die Stellen, wo man dann später nicht mehr hinkommt. Und dann geht es ans Anpassen vom Reparaturblech. Wie man sehen kann, haben wir das Schließblech hier jetzt schön reingeschweißt mit möglichst vielen Schweißpunkten. Auch hier haben wir schön umgebogen und die Schlitze verschweißt und angeschweißt an das äußere Teil. Wir schleifen die Schweißnaht jetzt leicht an oder leicht ab, besser gesagt. Muss nicht so dramatisch sein, kommt da dann eh ein Unterbodenschutz drauf, sieht man dann später eh nicht mehr, aber einfach, dass die gröbsten Hubbel weg sind. Hier drin haben wir jetzt noch ein Loch, was da nicht unbedingt hingehört, wie man unschwer erkennen kann. Ist auch nicht dafür da, dass wir unseren Dreck rauskehren können, Sand oder Staub oder sonstiges. Da fehlt einfach hier noch ein Stück von dem Tritt. Dafür haben wir uns jetzt aus unserem Blech noch was zurechtgebogen und geschnitten. Das kommt hier dann auch noch mit rein. Zuerst schleifen wir jetzt die Schweißnaht ein bisschen ab und dann schweißen wir das Kleine rein und dann sind wir hier vorne eigentlich soweit durch mit Schweißerei. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress?
When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gone, I miss her so. I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. Upside down, I just don't know what to do. I wanna spend the night with her, sprinkle one of my t-shirts so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. Wie ihr gesehen habt, haben wir unser kleines selbstproduziertes Reparaturblech jetzt auch eingeschweißt, haben die Schweißpunkte nochmal abgeschliffen. Wie gesagt, nicht so dramatisch tief geschliffen, dürft ruhig was rausschauen, was ja eh unter einer Abdeckung verschwindet. Dann sind wir schon an unser nächstes Vorhaben weitergerückt, an die B-Säule. Da haben wir die kleinen Roststellen abgeschliffen. Im unteren Bereich ist es ein bisschen tiefer gewesen, darum sind wir mit der großen Scheibe rangegangen zuerst und dann sind wir mit der Fächerscheibe nochmal drüber, dass das schön glatt wird, nochmal feiner, auch die Übergänge vom blanken Metall zum Lack werden. Und dann haben wir alles ordentlich gegen Rost versiegelt. Heißt, wir haben alles nochmal mit Silikonspray abgesprüht und gereinigt. Dann Brando Corox überall an den Stellen, wo wir rangekommen sind, eingepinselt. Auch die B-Säule, nur der untere Teil, den haben wir vorher jetzt noch mit Overdrolöl behandelt, weil das noch ein bisschen tiefer reingeht. Und wenn das dann trocken ist, gehen wir einfach auch nochmal mit Brando Corox drüber. Und in den Hohlräumen, wo man eben nicht so gut reinkommt, haben wir mit Fluidfilm alles nochmal versiegelt. Der Fluidfilm ist so ein gelartiges Bienenwachs-Vaseline-Zeugs. Gemisch, was wir von unseren Profis sagen haben lassen, dass man auch gut selber anmischen kann. Wir wissen das Verhältnis jetzt gerade nicht auswendig, aber wir brauchten da jetzt nicht so viel. Darum sind wir einfach auf die fertige Mischung ausgewichen. Was auch sehr praktisch war, wie ihr gesehen habt, der lange Sprühhalm. Man kommt da durch die Öffnung super bis in jedes hinterste Eck rein. Und ganz toll ist auch, dass vorne so eine Sterndüse ist. Das heißt, der Sprühstrahl wird auf 360 Grad aufgeteilt, also es wird wirklich rundum gesprüht. Und wenn man das langsam rauszieht, erwischt man wirklich jeden Winkel da drin. Also das war echt super. Und noch ein kleiner Nachtrag zum Flexen und Abschleifen im Bus. Wundert euch nicht, dass wir da keine Rücksicht genommen haben, ob da die Scheibe oben drin ist oder nicht. Wir wissen, dass das nicht gut ist für die Scheiben, wenn die was abkriegt. Aber die ist eh kaputt, da muss sowieso eine neue rein. Von dem her juckt uns das jetzt gerade recht wenig. Ja, wir sind jetzt da vorne endlich durch. Es ist alles versiegelt und wieder neu drin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao. Ciao. Stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love.